Der Designprozess erfordert Prüfung und Evaluierung häufig wiederholt. Daher sind Prototypen die beste Wahl für diese Aufgabe. Sie geben direkt und anschaulich Feedback zum Design und helfen dabei zu prüfen, ob ein Produkt auf Interesse stoßen wird. Klassischerweise werden Prototypen in mehreren Verarbeitungsschritten hergestellt, was lange Transportwege und lange Produktionszeiten mit sich bringt. Aus kommerziellen Gründen, insbesondere für Messen, müssen Möbelprototypen in einem fortgeschritteneren Stadium repräsentativ sein. Daher ist nicht jedes additive Manufacturing-Verfahren für diesen Zweck geeignet, wenn eine Oberflächenveredelung vermieden werden soll. Die resultierende Oberflächenqualität ist von Technik zu Technik unterschiedlich und hängt stark von der Wahl des Materials und den Druckeinstellungen ab. Von den gängigsten 3D-Druckverfahren liefern die Verfahren SLS und SLA insgesamt eine bessere Oberflächenqualität und Auflösung. Für den Fall, dass ein Prototyp als Replikat dienen soll, ist eine Oberflächenbearbeitung unvermeidbar. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Veredelungsverfahren zur Auswahl, wie zum Beispiel Schleifen, Sand- und Kugelstrahlen oder Dampfglätten, was zu einer wesentlich verbesserten Optik beiträgt. Villeroy & Boch, ein deutscher Keramikhersteller, verwendet den Big Web One, einen großformatigen 3D-Drucker, um ihre Prototypen anzufertigen. Zuvor begann der Designprozess bei Villeroy & Boch mit Skizzen, welche zunächst den Möbelbauern erklärt werden mussten, die daraufhin handgefertigte Repliken des späteren Produkts anfertigten. Diese Repliken waren im Vergleich zu den jetzt 3D-gedruckten Prototypen bis zum Schluss geschliffen und mit einer keramikartigen Oberfläche versehen werden. Weniger genau und wesentlich teurer in der Herstellung. Je nach Kostenrahmen und Zielsetzung könnte der Prototyp lediglich als visuelles Objekt dienen oder aber Anforderungen erfüllen, die das zukünftige Möbelstück später erfüllen soll. Diese könnten sein Tragfähigkeit, Flexibilität, Oberflächenqualität, Nutzung und mehr. In diesem Fall würde man den Prototypen mit den korrekten Eigenschaften herstellen, um diese zu untersuchen. Vor allem aufgrund der Größe von Möbelstücken sind 3D-gedruckte Prototypen in der Möbelbranche, wenn es um genaue und korrekt skalierte Prototypen geht, ziemlich neu und werden allmählich üblicher. Großformatdrucker und Roboterarme oder modifizierte Industriemaschinen machen es möglich, ein ganzes Möbelstück in einer einzigen Sitzung von mehreren Stunden zu drucken. Möbelunternehmen können somit den Prototypenherstellungsprozess intern einführen, um eine bessere Kontrolle über jeden Prototyp bekommen und gleichzeitig Durchlaufzeiten und Vorlaufzeiten signifikant reduzieren.